Schnappt euch eure Geschichtsbücher und schlagt das Kapitel griechische Mythologie auf. Heute lernen wir alles, was ihr rund um Diana und ihren mythologischen Kreaturen wissen müsst. Um eure Suche nach den mythologischen Kreaturen beginnen, müsst ihr euch zunächst zum Community Center im Hub begeben und dort mit Diana reden. Bei ihr könnt ihr euch dann erstmal einen Spaten für 5000 Coins und einen halben Stack Goldbarren kaufen und das Griffin Pad für 25.000 Coins. Denn beide Items werden benötigt, um mythologische Kreaturen zu bekämpfen. Wenn ihr nun das Griffin Pad ausrüstet, besteht bei jedem Mob, den ihr auf den öffentlichen Inseln besiegt, eine geringe Chance, dass eine mythologische Kreatur spawnt. Die Chance, dass random aber eine solche Kreatur spawnt, ist aber extrem gering, nach meiner eigenen Erfahrung und auch nach der Erfahrung von anderen, denn selbst beim Pearl-Spamming ist die Anzahl der Kreaturen, die man spawnt, recht überschaubar. Die weitaus effizientere Methode, die Kreaturen zurück ins Leben zu rufen, um sie dann wieder zurück in den Himmel zu schicken, ist nach ihm mit dem Spaten zu suchen, den wir bei Diana kaufen konnten. Denn der Spaten hat die Echo-Fähigkeit und wenn wir diese auf der Hub-Insel einsetzen, wird uns angezeigt, wo die nächste Ausgrabungsstätte ist. Falls der Spaten bei euch nichts macht, würde ich euch empfehlen, die Partikel bei den Videoeinstellungen anzustellen. Wenn wir dann der Spur des Spatens folgen, finden wir auf dem Boden einen Grasblock mit solchen gräulichen Partikeln darüber. Dort können wir nun mit unseren Spaten graben. Bei der ersten Ausgrabung kommt nur ein Pfeil raus, der uns zur nächsten von insgesamt 4 Ausgrabungsstätten führt. Wieder mit dem Echo der Schaufel können wir dann nach der nächsten Ausgrabungsstätte suchen und gerade wirklich nur dort, wo euch das Echo hinführt, denn manchmal seht ihr auch random Ausgrabungsstätte, zu denen ihr aber gar nicht gelotst werdet von dem Echo, und wenn ihr diese ausgrabt, fangt ihr wieder bei 1 von 4 Ausgrabungsstätten an. Bei der zweiten Ausgrabungsstätte angekommen, können wir wieder graben. In den meisten Fällen findet man in der zweiten und dritten Ausgrabungsstätte eine mythologische Kreatur, die man besiegen kann. In seltenen Fällen kann es aber auch vorkommen, dass man Coins oder eine Griffin-Feder bekommt, welche man für die neuen Rezepte benötigt, zu denen ich später im Video komme. Wenn man eine neue Kreatur bei einer Ausgrabungsstätte hat, muss man diese zunächst besiegen und dann nochmal bei dem Block graben, damit der Pfeil zur nächsten Ausgrabungsstätte angezeigt wird. Wenn man dann die zweite und dritte Ausgrabungsstätte abgeschlossen hat, muss man nur noch die vierte finden und dort bekommt man in den meisten Fällen eine Griffin-Feder und manchmal auch Coins. Das Maximum, was ich bisher an Coins ausgegraben habe, ist 100.000 Coins, aber in den meisten Fällen ist der Betrag zwischen 5.000 und 10.000 Coins. Wenn ihr anfangt, mythologische Kreaturen zu jagen, werden euch anfangs nur leichte Gegner begegnen, da die Schwierigkeit der mythologischen Kreaturen von der Rarität eures Griffin Pads abhängt. Und umso höher die Rarität des Pads ist, desto mehr Gegner können euch auch begegnen. So kommen bei einem normalen Griffin Pad nur die beiden Katzen oder ein einfacher Minotaurus und später muss man auch gegen einen Eisengolem oder einen stärkeren Minotauren kämpfen. Deswegen überlegt euch lieber zweimal, ob ihr den Griffin upgradet, da ihr dann vielleicht die Kreaturen gar nicht mehr besiegen könnt, die dann spawnen. Umso stärker die Kreaturen sind, die man bekämpfen muss, desto mehr antike Krallen erhaltet ihr von ihnen. Doch wer aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass man den Griffin anfangs nur im Kommen bekommen kann und es auch nicht möglich ist, ihn bei Cat zu upgraden. Denn anders wie bei allen bisherigen Pets muss man den Griffin ein spezielles Item geben, damit sich die Rarität erhöht, nämlich ein Griffin Upgrade Stein. Das Rezept dafür finden wir unter den Combat Rezepten. Um beispielsweise unseren Common Griffin zu einem Uncommon Griffin zu machen, müssen wir uns zunächst einen Basis Griffin Upgrade Stein machen, wofür wir die Griffin Federn benötigen. Und mit diesen Steinen können wir dann diesen Uncommon Griffin Upgrade Stein machen, wofür wir nun auch die antiken Krallen benötigen. Aber es ist leider nicht möglich, sich einen legendären Griffin Upgrade Stein zu craften und diesen dann einfach seinen Common Griffin zu geben. Damit man den Upgrade Stein benutzen kann, muss das Griffin Pad von der Rarität 1 unter der Rarität des Upgrade Steins sein. Und momentan muss man besonders aufpassen, falls man vorhat, sich den Griffin Upgrade Stein im Auktionshaus zu kaufen, denn einige verkaufen dort bei den legendären oder epischen Upgrade Steinen einen recambulated Upgrade Stein und soweit ich weiß, ist es mit einem legendären recambulated Upgrade Stein nicht möglich, seinen epischen Griffin in einen legendären zu verwandeln. Die recambulated Items erkennt ihr daran, dass neben der Rarität immer noch diese wechselnden Zeichen sind. Andere Items, bei denen diese Scam-Methode auch gern probiert wird, sind beispielsweise auch der Hunter Ring oder das Treasure Artefakt. Ob man den Griffin mit einem Tierboost upgraden kann, weiß ich momentan aber leider nicht. Neben den Upgrade-Steinen kann man aus den Federn und den Krallen auch noch einen neuen Talisman craften, das Beastmaster Wappen. Dieses craftet man sich zunächst in Common und man kann es dann bis auf legendär upgraden. An Stats gibt uns der Talisman dann etwas Leben und Intelligenz und in Abhängigkeit davon, wie viele mythologische Kreaturen wir besiegt haben, auch prozentual mehr Pet XP. Neben den Talisman kann man sich aus den neuen Mats auch das Sword of Revelations craften, welches mehr Schaden gegen mythologische Kreaturen macht, aber es sorgt auch dafür, dass ihr mehr Schaden bekommt. Aber bisher kam ich auch ganz gut zurecht mit einer Superior Rüstung und einer Reaper Scythe,
gegen die mythologischen Kreaturen, die spawnt, wenn man einen epischen Griffin verwendet. Ebenfalls aus den Krallen und den Griffin-Federn kann man den Sock Amboss craften, mit denen man verbesserte Versionen der bereits existierenden Pet-Items craften kann. Und ein Item, welches auch noch mit den mythologischen Kreaturen zusammenhängt, ist die Daedalus-Axt. Für diese braucht man aber nicht die Krallen oder die Federn, sondern einen Stick, von dem ich leider aber momentan nicht zu 100% sagen kann, wie man ihn bekommen kann, aber ich gehe davon aus, dass der Stick selten von dem Mob droppt, welcher erst spawnen kann, wenn man ein legendäres Griffin-Pet hat, aber wie gesagt sind das nur meine eigenen Vermutungen. Ansonsten war das auch schon alles zu den mythologischen Kreaturen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viele der Kreaturen ihr bereits auf dem Gewissen habt, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!